Hallo! Im heutigen Video zeigen wir euch die Studio Ghibli Ausstellung hier in Central World. Eigentlich sollte die schon weg sein, aber die wurde verlängert, einfach weil die Nachfrage so groß war. Wir, vor allem ich, bin ja auch sehr großer Fan, deswegen nehmen wir euch jetzt mit. Spannend. Man kann schon hier direkt sehen, fängt auch richtig gut an, Studio Ghiblis. Bist du mit der Rolltreppe hoch? Das ist die von der, das wandelnde Schloss. Musst du schneller sein. Hier kann man Produkte kaufen. Wir müssen jetzt direkt noch Karten kaufen. 680 pro Erwachsene. Oh, thank you, Capcom. Okay. Entrance. So, jetzt gehen wir rein. So, jetzt gehen wir in dieses Studio mal rein. Hinter mir auch direkt die bekannten Filme. Okay, cool. Thank you. Thank you. So. Have fun. Thank you. So. Howl's Moving Castle. Ja, das wandelnde Schloss. Und da ist es. Richtig cool. Haben die richtig schön nachgebaut. Geil, das bewegt sich ja auch noch. Okay, while the town was busy with the rumors about Howl, Sophie was busy making a hat. In dieser Ausstellung werden aus 10 verschiedenen Filmen immer wieder Szenen gezeigt. Und das hier ist zum Beispiel aus Das wandelnde Schloss, die Hutwerkstatt von Sophie. Also man kann so richtig reingucken, wie das aussieht. Ne? Richtig cool. Und dann muss man hier hin. Und da ist Sophie ja auf einmal eine alte Frau. Ne? Ist geworden durch den Zauber. Und dann muss man ganz langsam nach links drehen. Und dann sieht man diese verschiedenen Szenen halt. Geil gemacht. Richtig cool. Schön. An die Vogelscheuche erinnert ihr euch vielleicht, die hüpfte dann immer vor dem Haus drumherum. Und das war ja am Ende der Prinz. Und hier der Hund. Ui. Sophie und die Flamme, das war ja quasi der Geist des Hauses. Ja, das ist dann der Prinz am Ende. Genau, da der Kleine. Der kleine Junge, ja. Wir gehen jetzt weiter. Was ist hier drin? Oh, cool. Oh, ich habe diese Landschaft so geliebt. Wir fühlen uns jetzt, als wären wir mittendrin. Geil. Hier haben wir das war diese Frau. Ja, das war die böse Hexe. Die blöde Hexe? Die böse Hexe. So, hier haben wir das nächste, nämlich das Schloss im Himmel. Laputa. Ja. Bei dem Film war vor allem die Musik immer sehr schön und natürlich die Landschaften einfach, weil im Himmel spielt ein Großteil. Das ist noch so ziemlich am Anfang des Films. Ich weiß noch, diese Stadt, ich fand das sah immer aus wie so eine Mario Kart Bahn oder so. Und man soll hier ein Auge zuhalten und nur mit einem Auge gucken. Okay, mach mal. Und? Ich sehe keinen Unterschied. Da laufen sie weg. So, am Anfang ja sowas wie so eine Karte bekommen und die muss man dann... Genau. Hier haben wir das wandelnde Schloss. Warte. Ja, sie hatte gesagt, immer von oben nach unten. Hier
Hier sehen wir die Szene. Im weiteren Verlauf des Films stellt sich nämlich heraus, dass die böse Hexe, die am Anfang gejagt hat, gar nicht die böse Hexe ist, sondern auf ihrer Seite steht. Und da fliegen sie eben mit diesen selbstgemachten Konstrukten. Und da oben sehen wir die Ureinwohner Laputas. Das sind diese Roboter. Und die sind jetzt gerade beide da, um sie zu retten. Leider habe ich die Namen nicht mehr im Kopf. Okay. Ja, da ist nämlich, das sind eigentlich die Bösen. Das ist das Kriegsschiff Goliath. Ja. Das ist Laputa. Das ist Laputa. Ja. Und wenn ihr genau guckt, dann seht ihr da unten zum Beispiel beim Wasser, da seht ihr auch den kleinen Roboter. Hier sind wir beim nächsten Film, das ist Kikis Lieferservice. In Kikis Lieferservice geht es um Hexen oder beziehungsweise ja, um Hexen mit speziellen Kräften. Hier ist das Labor von Kokiri, zum Beispiel die Medizin herstellt, also eher der klassische Begriff einer Hexe. Haben wir Kikis Laden. Da verkauft sie Brot, bevor sie, also bei der Bäckerei arbeitet sie, bevor sie ihre eigenen Kräfte für sich entdeckt. Und daneben natürlich die Katze. Und hier? Das hier ist die Katze von Kiki, die heißt Gigi. Und die versteckt sich selbst eigentlich nämlich als ein Paket und wird dann wieder zu einer Katze und erschreckt sich, als sie ja, entdeckt wird. Da fliegt Kiki auf ihrem Besen. Sie hat entdeckt, dass das ihre Zauberkraft ist, das Fliegen. Und gründet damit ja den Lieferservice. Und da ist der kleine junge Mann, der sich selbst ein Fahrrad gebaut hat, mit dem er fliegen kann. Es gibt so ein Foto für Couples hier. Kann man dann so die Szene nachstellen. Das sieht dann so aus hier. Hier noch ein Brief von Kiki an ihre Eltern. Jetzt sind wir schon beim nächsten Film, den wir nicht gesehen haben. Das heißt, es wird für uns eine Überraschung. Das ist Porco Rosso. Kenne ich tatsächlich nicht. Also man muss sagen, in den Filmen, gerade die von Hayao Miyazaki, vor allem auch noch in den älteren, geht es sehr viel auch um Krieg, um Kriegszeiten etc. Und deswegen gab es da auch einfach Filme, die wir so nicht geschaut haben, weil man nicht dieses Thema halt immer wieder haben wollte. So. Nein, das ist fest, man kann nur drauf sitzen. Also anscheinend müssen wir den Film doch mal schauen. Ja, unbedingt. Sieht richtig cool aus. Das ist sein Flugzeug. Ja, jetzt sind wir bei Mein Nachbar Totoro. Das ist auch einer meiner ersten Filme, die ich gesehen habe, also von Studio Ghibli. Das sind nämlich Mai und ihre Schwester. Die ziehen aufs Land zu ihrem Vater. Oh, da geht es in den Wald von Totoro. Also in diesem Film geht es um Satsuki und ihre kleine Schwester Mai, die aufs Land ziehen zu ihrem Vater. Und denen ist dort recht langweilig. Und irgendwann stellen sie fest, dass es dort so einen kleinen geheimen Wald gibt. Und in diesem Wald lebt Totoro. Und da schläft Totoro gerade. Und Totoro ist nur für die Kinder sichtbar. Ach, das ist das Video von dem tatsächlichen Inneren. Ah, hallo Totoro! Guck mal, er schläft sogar, sein Bauch. Das ist der Katzenbus. Das ist ein Riesenbus, der als so ein Katzengesicht hat. Und mit dem fahren die Schwester immer. Und die Mama liegt nämlich im Krankenhaus. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Die Mama liegt im Krankenhaus und die bringen mit dem Katzenbus der Mama was zu essen. Was denn?
genau, hier ist eine der bekanntesten Szenen aus Totoro, nämlich wo die beiden im Regen stehen und plötzlich taucht Totoro neben den beiden auf, auch mit einem Regenschirm. Die haben das da hinten sogar so animiert, dass es wirklich so aussieht, als würden Regentropfen fallen. Richtig cool. Also hier haben wir wieder einen Film, den wir leider nicht kennen, Pompoko. Tatsächlich steht hier unten auch, dass das ein Film ist, der oft übersehen wird. Ach, das sieht ja süß aus. Genau, hier geht es nämlich um so kleine Waschbären. Okay, das wäre jetzt auch eher ein sehr kurzer Teil. Und dann kommen wir hier zu Prinzessin Mononoke, auch eines der bekanntesten Filme. Ich finde, Zelda erinnert mich immer richtig stark an Prinzessin Mononoke. Ja, stimmt. Von den Also erstens genau die Figuren und zweitens der Hirsch. Den habe ich noch drauf gekriegt. Und die kleinen Waldgeister natürlich. Und hier ist die Prinzessin selbst. Jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Chihiros Reise ins Zauberland. Egal. Ja, ein ganz besonderer Film, der wirklich... Ich weiß, dieses Video gucken eh nur Leute, die das interessiert, aber falls es irgendjemand guckt, der mit all dem gar nichts am Hut hat, diesen Film muss man gesehen haben, egal ob man Anime mag oder nicht. Oh mein Gott, der Bahnhof. Und guck mal, hinten siehst du die Stadt. Hier eine der ersten Szenen, wo sie... Nee, das ist keine der ersten Szenen, das ist später, nämlich bei Tageslicht. Da steht sie vor dem Badehaus. Yubaba. Das ist Yubaba, das ist die Wächterin dieses Badehauses und die angeblich böse Hexe, wobei sie ja nicht so böse ist, wenn man den Film geguckt hat. Und die drei Köpfe? Ja, deren Namen vergesse ich immer, die haben einen Namen, aber die hüpfen immer aufeinander, so boing, 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 boing. Hier haben wir eine Szene, die für viele immer sehr gruselig ist. Da ist das Ohngesicht nämlich schon zum Monsterchen geworden und hat alles gefressen, plus ein Frosch und 2 Mitarbeiter. Der Grund, warum das Ohngesicht all das überhaupt erst bekommen hat, war, weil er Gold produzieren kann. Der macht so und dann kommt da Gold. Und nach all diesen Szenen kommen wir jetzt zu dem Teil, in dem gezeigt wird, wie diese Animationen hergestellt werden, weil ja alles noch im 2D-Prozess geschieht und viel von Hand gezeichnet wird. Ja, man sieht hier eben Entwürfe, man sieht verschiedene Szenen. Auch diese tolle Musik dazu im Hintergrund. Hier kann man echte Fotoaufnahmen sehen aus dem Prozess der Herstellung. Hier sieht man, wie das in den Büchern aussieht. Oh ja, hier ist die Szene, als sie um Arbeit bittet. Da kommt sie gerade neu an und möchte Arbeit haben von Yubaba und Yubaba sagt nein und sie sagt doch. So Leute, das war's von der Studio Ghibli Ausstellung. Das war richtig cool, also für einen Fan dieser Filme ein Muss auf jeden Fall. Die Ausstellung wandert, die kann man auch irgendwo anders mal besuchen und war richtig toll. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Also ich als Nicht-Anime-Fan, sag ich mal so, fand ich das auch richtig schön, wirklich. Bis zum nächsten Video.